Auf los geht's los. Aber Los. ja, gut, hallo. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, bis zum nächsten Mal. Super, das war die Short Version. Ja, wir wollten es doch kurz halten. Ja, aber doch nicht so. Ach Mensch, die armen so, ach Zuhörer. so. Entschuldigung. Herzlich willkommen zur 104. Folge von Ausgestanzt und Ausgefragt. Heute geht es um Social Media und die Bastel-Community, von Instagram bis Facebook und Co. Wir reden über die Netiquette, Copyrights und Musiknutzung. Kurz gesagt, wie wir online kreativ sein können und trotzdem fair miteinander umgehen. Also Kopfhörer auf, zurücklehnen und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen. Da sind wir Hallo. wieder. Hallo. Die 104. Folge unseres Kreativdepot-Podcasts Ausgestanzt und Ausgefragt. Wieder live aus Schleswig-Holstein. Mir zugeschaltet via Zoom und mit ein bisschen Schnupfen, ne? Die Ja, liebe Mel. hallo. Genau, aus Schleswig-Holstein, der echte Norden, ne? Der echte Norden. Ja, ist so. Wir sagen das ja immer, wir sind der echte Norden. Wobei, ja, ich weiß auch nicht. Also es ist ja so ein bisschen, wenn du aus Schleswig-Holstein bist oder überhaupt aus dem nördlichen Teil von Hamburg, dann kommt ja die Elbe als der totale Trenner und danach ist Tirol, ne? So Also, ungefähr, ja. Alles nach dem Deich ist Bayern. ja, genau. Ja, also ich würde mich auch zum Beispiel nicht als Küstenkind bezeichnen. Ich wohne halt direkt an der Elbe, ja, aber die Nordsee ist auch noch mal knapp 100 Kilometer entfernt. Deswegen würde ich mich zum Beispiel nicht als Küstenkind, aber schon als Nordlicht bezeichnen. Das auf jeden Ja, Fall. ja, definitiv. Na komm, also Elbküste ist auch Küste. Ja, Bitte. ja, das ja. Ne? Hab ich sogar mal mit meiner Kunstfigur Günni ein Lied draus gemacht. Und zwar den Klassiker an der Nordseeküste habe ich komplett umgeschrieben an der Elbeküste. Und da dreht Okay, sich alles um die Halbinsel Krautsand, die ja bei Drochtersen, also in der Nähe vom Shop und vom Lager ist. ja. Ja, da schwärme ich so ein bisschen von der Elbeküste. Da wurde nämlich dann auch so ein bisschen von einigen genörgelt, so, es ist keine Küste. Doch, Hallo? an einer Halbinsel ist es eine Küste. Schon mal auf Krautsand am Strand gewesen? Das So, hat definitiv, also das doch. hat Küstenflair. Das hat total Küstenflair. Ich finde, da kannst du auch sofort Urlaubsfeeling kriegen. Das Ja, ist so das ist echt so. empfehlenswert. Also für alle, die den Weg hier in den Norden schaffen und am Shop vorbeikommen und dann irgendwie noch sich mal die Füße vertreten wollen. Genau. Ne? 10 Minuten Autofahrt, nicht ganz. Nö, nicht ganz, genau. Fünf wäre. Ne, dazwischen irgendwas. Ist ja auch egal. Mit fünf reicht nicht, 10 ist zu viel. Aber irgendwo dazwischen und dann bist du da schön am Strand und das ist Deluxe. Und ihr könnt auch eure Wauwis mitnehmen. Es gibt nämlich einen separaten Hundestrand. Und der ist auch richtig, richtig schön. Genau. Ja, habe ich schon ohne Hund begangen. Darf man das? Ich weiß nicht so genau. Ist ja so wie beim FKK-Strand, da darfst du nicht mit Schlüpfer hin. Okay, das lassen wir jetzt an dieser Stelle. Komm, kommen wir mal zum Thema hier. Ja, es geht heute um das Thema Basteln und Social Media. Ja, Und das dann gehört. haben wir, das Ja, ist ja nun, ist eigentlich unzertrennlich miteinander verbunden mittlerweile. ja, Du hattest noch dazu notiert, vernetzen, präsentieren, lernen, Netiquette, Copyright. ja. Ja, das sind alles so Dinge, die, wie soll man sagen, eigentlich selbstverständlich sein sollten, müssten, könnten, nicht immer alle sind und manchmal kann, glaube ich, auch dieses vernetzte Basteln oder diese ähm, mediale Präsenz von vielen Bastlern, das kann auch einschüchternd sein, glaube ich, gerade für Anfänger, wenn man, weißt du, man scrollt so durch und dann sieht man so diese ganzen tollen Sachen, schön belichtet, alles ist stimmig und dann denkt man so, Ja, das hatten wir ja auch schon in unserer ersten gemeinsamen Folge auch schon mal behandelt. Ähm, vor allem zum Abschluss der ersten Folge hatte ich dir ja noch so gefragt, was kannst du Anfängern raten? Und dann sagtest du auch, lasst euch jetzt nicht beirren, lasst genau, euch nicht zu sehr beeinflussen. Diejenigen, die da dieses super tolle Produkt, sag ich jetzt mal, präsentieren, da steckt dann aber auch die gewisse Erfahrung dahinter. Die machen das ja dann nicht zum ersten Mal und in die der haben Regel. auch holprig angefangen in der Regel.
die haben alle holprig angefangen. Also das Ding ist, glaube ich, einfach, dass naja, wie soll man sagen, es läuft ja einfach ganz viel online und das ist ja auch schön, ne? Also ich freue mich auch, dass ich alle Sachen, die ich gerne haben möchte, mir per Knopfdruck bequem nach Hause bestellen kann, ohne dass ich mit meinem Rotznasenkopf vor die Tür muss. So, Ja, das ist alles total super. Und natürlich, um das Ganze dann auch irgendwie zu befeuern, das ist halt anders als früher. Da ist man dann irgendwie in die Innenstadt gegangen von seinem Dorf und dann gab es da halt irgendwie die entsprechenden Läden und im Zweifelsfall ist man in die nächstgrößere Stadt gefahren. Dann gab es dann nochmal tollere Läden und dann hat man halt eingekauft. So findet das ja heute nicht mehr statt. nee, kaum. Nee, nicht so richtig. Ich muss auch sagen, ich mag es auch nicht. Also, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt irgendwie, um meine Klamotten zu kaufen, irgendwie nach Hamburg in die Innenstadt, ich würde mich vorher erschießen. Also, dann gehe ich doch an den FKK-Strand, ganz im Ernst. Ja, es kommt drauf an. Man kann ja, also so habe ich das jetzt bisher gehandhabt mit meiner Freundin. Da macht man da, sag ich mal, auch wirklich so ein Event raus und so richtig so ein Veranstaltungstag. Man plant so ein bisschen was ein. So wir fahren zum Beispiel von hier aus sind es 1,5 Stunden Fahrt nach Bremen. Da Ja. gibt es so ein Outlet-Gelände. Da sind alle großen Marken und jede eigene Marke hat ihren eigenen Laden. Mhm. Um jetzt nur mal ein paar zu nennen, Nike, Adidas, Lindt-Schokolade, sowas. Ja, das Das haben wir ist hier bei uns in Neumünster auch. Das ist tatsächlich, also meine Jungs finden das immer ganz highlightmäßig. so, und dann machen wir halt, wie gesagt, weil es auch 1,5 Stunden Fahrt sind, machen wir da auch einen Hicklick draus. Dann fahren wir hier bei uns, dann, wo die nächste Auffahrt ist, auf die Autobahn, beziehungsweise vorher frühstücken wir dann schön irgendwie beim Gasthaus zur Goldenen Möwe und machen, wie gesagt, richtig so ein Event raus. So planen dann ein, dass wir dann auf dem Rückweg irgendwo schön essen gehen, in irgendein Restaurant, einfach mal pauschal irgendwie durchs nächste, sag ich jetzt mal, Kaff durchfahren. Mal gucken, wo der nächste Grieche steht oder sowas. Ja. Aber ansonsten findet auch bei uns ja alles eigentlich mittlerweile online statt. Ich meine, ne, Gott sei Dank kann man sagen, gibt es ja auch so Sachen dann wie jetzt den Zoom-Workshop oder uns mit dem Podcast, wo wir halt uns übers Thema Basteln dumm und dusselig quatschen. Ja. Also, wie gesagt, es hat halt alles sein Für und Wider. Und grundsätzlich begrüße ich das sehr. Ich bin ein ganz großer Freund von Technisierung und digitalen Dingen. Mir macht das alles sehr viel Spaß. Und also, was ich auch ganz lange nicht gedacht hätte, ne? Also ich habe wirklich mich ganz lange mit Händen und Füßen gewehrt und gesagt, mit Computer brauche ich nicht, ich kann Schreibmaschine, weißt du Ja, so so. ungefähr. Aber irgendwann hat es mich halt voll gecatcht und mittlerweile ist das ja alles, weiß ich nicht. Also wenn ich meine Jungs angucke, für die ist das halt alles völlig normal. Die machen alles mit Klar. dem Smartphone und ne? Mittlerweile ist es sogar so, wenn ich hier irgendwie, weiß ich nicht, ich habe irgendwie Fragen zu technischem Equipment oder was. Mein großes Kind ist Nerd, der weiß alles. Das ist der Kracher. Ja, Also wunderbar. ne, das macht schon richtig Spaß. Und auch, was, wie gesagt, das Shoppen angeht, irgendwie, wenn du es halt im Kopf kriegst, abends um 10 irgendwie auf dem Sofa, du hast noch keinen Bock ins Bett zu gehen, aber noch richtig was anfangen willst du auch nicht, kannst du dir kurz mal deinen Laptop auf den Schoß stellen und sagen, ach, guck mal, ich wollte doch nächste Woche hier noch, keine Ahnung, Karten basteln für Tante Trude, ne, www.kreativdepot.de, zack, 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 kaufe ich all die schönen Sachen, kriege die mit der Post, wundervoll. Das Ja, ist natürlich richtig mega. Und natürlich, wie gesagt, diese ganzen Online-Präsenzen, die müssen sich ja auch irgendwie darstellen und dann hast du natürlich was weiß ich, das Design-Team. Wenn du alleine bei uns siehst, die ganzen Design-Team-Mitglieder sind ja unheimlich viele Leute und also was da jeden Tag rauskommt an Inspiration, so viele tolle Ideen und halt irgendwie auch hübsch aufbereitet, schöne Fotos und das ist natürlich, also, ne? ja, Ganz klar. Also das ist natürlich mega gut. Und natürlich machen wir das ja auch nicht alle immer nur, weil wir Gutmenschen sind, sondern es ist natürlich, ne, es gehört dann halt auch dazu. Wenn du irgendwie in einem Designteam bist zum Beispiel, ist das ja nicht nur, weil du so nett bist, sondern dann sollst du gefälligst auch liefern. Und das musst du auch. Und das ist auch völlig richtig so. Und das machen wir auch alles gerne. Also, ne, aber ja. Ich denke, wenn man halt, wie gesagt, noch nicht so, oder das heißt noch nicht so, wenn man vielleicht auch nicht das Bedürfnis hat, jetzt in diese Sphären zu kommen halt sich einfach inspirieren lassen möchte oder so. Du scrollst halt durch Insta, du folgst da irgendwelchen Leuten, wo du denkst, die machen irgendwie coolen Stuff und dann guckst du da durch und das ist alles immer, wie gesagt, es ist schön, es ist hübsch beleuchtet, ne, da ist noch ein bisschen Deko daneben und so. Okay, bei mir jetzt meistens nicht, aber bei den meisten anderen ja schon. Ähm, dann ist das natürlich, ne?
dann sieht das alles toll aus. Und ich glaube, für viele wächst da irgendwie so der Druck, dass sie auch denken, sie müssen da mit. Weißt du so, man Ja, ja, muss klar. das alles machen. Und es ist so schade, weil ich auf dem Wege, das muss ich auch sagen, ich habe jetzt ja äh, in meiner Bastelkarriere und sei es irgendwie bei den verschiedenen Designteams und weiß der Geier was, ich bin da ja nun auch schon eine ganze Weile unterwegs. Und ich habe aber auch immer mal wieder so welche ja, wie soll man sagen, verbrennen sehen, in Anführungsstrichen. Weißt du, die poppen Ja. auf nichts, strahlen ganz fürchterlich hell, machen ganz viel, sind plötzlich in 10 Designteams, kloppen ein Ding nach dem anderen raus, mega professionell, alles toll. Und dann sind die nach 2 Jahren von einem Tag auf den nächsten wieder weg. Mhm. Du denkst so, huch, was ist denn jetzt passiert? Ja, dann können die nicht mehr, weil das kannst du nicht bedienen, ne? Also du musst irgendwann oder an irgendeiner Stelle muss man halt auch dort, also auch bei uns im Bastelhobby, erkennen, dass es halt nicht alles das echte Leben ist, was da so abgebildet wird, ne? Das, das Problem haben wir ja schon seit vieler Zeit. Also sei es hier dieses Reality-TV, das wird auch von vielen für voll genommen, für ernst genommen. Die verstehen nicht, dass das gespielt ist. Ja, Und gerade, du hattest es ja schon eben erwähnt, gerade so eine Plattform wie zum Beispiel Instagram, mit diesen 1.000 Millionen Filtern, die du da alle raufklatschen kannst. Denken wir nur mal an das eine vermisste Mädchen. Da hat man andauernd ein Bild von ihr von Instagram in den Nachrichten gezeigt, wo sie 5 Millionen Filter drauf hatte. Die hat man nicht wiedererkannt, bis die Familie irgendwann sagte, lasst mal bitte eins von uns nehmen. Und dann wurde ein normales Foto von ihr hochgeladen. Die sah völlig anders aus. Dann wusste man aber wenigstens endlich auch mal, nach wem man suchen muss. krass. Ja, das ist natürlich heftig. Also gut, ich meine, das ist jetzt in unserem Fall, so ist es natürlich nicht. Also ich Ja, meine, aber du hast immer diese, ich sag jetzt mal bei den professionelleren, du hast ja. immer diese perfekte Lichteinflöße, du hast also super Lichtschattenspiel, du hast einen tollen Hintergrund, du hast da irgendwie womöglich noch irgendwie Geschnörkel und Deko da, irgendwelche Pflänzchen oder sowas, irgendwas und dann denkst du so, boah, was ist denn das für eine geile Wohnung oder wie auch immer. Du denkst dann halt so, wie hat die das denn jetzt so auch so toll gebastelt und in Szene gesetzt und hast nicht gesehen und das setzt dann natürlich dann auch ein bisschen unter Druck. Ja, also kann es zumindest, ne? Kann es zumindest, genau. Kann es. Also, wie gesagt, ich bin ja immer ein Freund von mehr Realität auf Instagram, beziehungsweise auch mehr Realität für einen selber und das eigene Leben. Also einfach sich auch einzugestehen, okay, es gibt vieles, das sieht schön aus und da ist vielleicht auch einiges erstrebenswert, aber ich persönlich zum Beispiel bastle nicht auf so einem, ich weiß nicht genau, 40 mal 40 Zentimeter großen Schreibtischstück, wo noch 3 Pailletten liegen und ein hübsches Sukkulentenpflänzchen irgendwie daneben steht, sondern hier sind Klebeflecken auf meiner Arbeitsplatte. Ja. Meine Schneidematten sehen nie schön aus. Mein Fußboden, da wollen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten, können wir zusammenfegen und können wir noch 3 Bastelprojekte draus machen. Funktioniert ganz hervorragend. Hm. So, ne? Ja, Also da muss man immer mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber das andere ist natürlich, ähm, wenn jemand jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, also jemand ist irgendwie angefixt und stellt fest, ach guck mal, ne, und da sind ganz viele und die zeigen ihre Sachen, ich möchte das auch. Ähm, Das ist wunderbar, aber manchmal siehst du auch im Umgekehrten oder im Umkehrschluss dann Stilblüten, ne? ja. Also jetzt nicht böse gemeint. Wir haben alle angefangen, meine ersten Fotos, die ich damals auf dem ersten Blog hochgeladen habe, zum Beispiel, die waren auch irgendwie jenseits von erkennbar. Wenn ich da heute drüber nachdenke, denke ich immer so, naja, hättest du ja auch einfach mal hingucken können, ne? Also manchmal, ich meine, wir hatten das ja zum Beispiel auch schon, als wir das Thema Fotografieren besprochen haben, ne? Ja, Manchmal ist so ein bisschen Überlegung gar nicht schlecht und wir müssen ja nicht mal irgendwie das High-Quality-Studio hier haben oder was, sondern du kannst ja einfach vieles tatsächlich mit deiner Smartphone-Kamera, ne, kannst das fotografieren und es gibt ganz viele Apps, also auch kostenfreie Apps, die du benutzen kannst, um nochmal nachzubelichten oder die Farben nochmal ein bisschen besser rauszuholen oder so, ohne dass man da jetzt irgendwie viel Gerödel machen muss. So. Also klar, man muss sich ja, da reinfuchsen, so. das ist, ja, genau, klar. Ne? Aber wenn du weißt, wie es geht, ist das eine Sache von ein paar Sekunden. Ziehst du dein Foto da rein, schiebst da 3 Regler und dann ist es so, dass man es auch, also herzeigen kann, ist jetzt an der Stelle natürlich das falsche Wort. Du kannst zeigen, was du willst. Aber ich denke immer, wenn ich zum Beispiel
keine Ahnung, also ich nutze das vielleicht selber für mich als Sprungbrett auch zu sagen, hey, ich möchte mal irgendwo in irgendeinem Designteam dabei sein oder so, ich möchte meine Arbeiten präsentieren, ähm, dann sollte ich das natürlich auch irgendwie also ansprechend gestalten im Sinne von, man sollte erkennen, was drauf ist. So, Ja, ne? Nicht, du musst den ganzen Dekoscheiß dahin zaubern und nicht, du musst für Hunderte von Euro Beleuchtungsequipment kaufen oder so. Das kommt dann irgendwann von alleine nach und nach. wollte ich So. gerade sagen, man kauft es dann nach und nach ein. Also wieder ich als Lampenfreak kann sagen, also wenn du eine schöne, kräftige Schreibtischlampe zum Beispiel hast, die macht's auch erstmal. Natürlich. Im Zweifelsfall nimmst du zwei, machst du eine von links, eine von rechts, dass du Genau. ein bisschen rausleuchten kannst. Ich benutze zum Beispiel für meine Fotos, also wenn ich jetzt nicht gerade Layouts abfotografiere, also meine Alben oder Karten oder was immer ich da mache, ich nehme einfach einen stinknormalen, so einen A2-Bogen, weißen Tonkarton. Ja. Ja, kostet 70 Cent hier beim Rossmann oder was. Mhm. Wenn er dann vollgeschlonzt ist, dann geht er in Altpapier und solange benutze ich den, dann klemme ich hier einfach an so ein Gitter mit einer Wäscheklammer dran. Links und rechts eine Lampe, fertig ist die Laube. So. Ja, wunderbar. Ne? Und ich bin halt tatsächlich da auch nicht die Deko-Schnicki-Tante. Mir geht es darum, das zu zeigen, was da drauf ist. Aber natürlich, ich mag mir schon auch gerne ein schönes Bild angucken. So ist das nicht, ne? Ja. Also, und wir haben bei uns im Designteam ja auch Mädels, die machen das wirklich ganz, ganz zauberhaft, ne? Wo ich immer wieder denke, ach, vielleicht sollte ich auch mal. Aber dann denke ich, nein, aber ich bin es nicht. Ich muss das nicht machen und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Also du musst nichts machen und dich irgendwie verbiegen oder so. Bleib bei deinem Stil. Und wenn dein Stil Ja. ist, ich bin halt nicht irgendwie die Schnörkeltante, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ganz im Ernst, wenn ich jetzt 3 Follower weniger habe, nur weil ich auf den Schnörkel verzichte, ey, so what, dann ist es eben so. Damit kann ich tatsächlich ganz gut leben. Also es Ja. kommt immer drauf an, was man erreichen will. Ich persönlich weiß ich nicht so genau. Ich bespiele das alles auch gar nicht so intensiv, beziehungsweise ich nehme vieles da auch nicht so ernst. Also natürlich bespiele ich es und ne, ich mache damit ja auch, also nicht nur in der Designteam-Tätigkeit jetzt irgendwie fürs Kreativdepot, ich mache ja auch Werbung für meine eigenen Produkte, für meine Workshops und so weiter und so weiter. Und natürlich freue ich mich, dass das gesehen wird und gut angenommen wird und gut läuft. Aber wenn ich mich da richtig, richtig hinterklemmen würde, könnte das auch noch ganz anders aussehen. Aber da bin ich Bestimmt. mit echtem Leben tatsächlich mehr beschäftigt. Also, wie gesagt, das kommt immer drauf an, was du möchtest. Aber wenn du das Bedürfnis hast oder das Gefühl hast, hey, ich möchte da mal so ein bisschen mitpinkeln, ähm, dann kann ich immer nur empfehlen, guck's dir mal an. Weil was ich so ganz gruselig finde, also oh, bitte jetzt nicht steinigen oder so. Es ist so, wenn dann jemand irgendwie, weiß ich nicht, der macht ein Foto von seiner Karte, weißt du, so dunkle Karte vor dunklem Hintergrund unter gelbem Kunstlicht in keinster Hm, Weise irgendwie schlecht. nachgedingst. Ja. Weißt du, du kannst es einfach nicht erkennen. Und wenn man dann noch drunter schreibt, ne, hier meine neueste Karte, wie findet ihr sie? Dann habe ich immer, also da bin ich immer versucht drunter zu schreiben, die Frage ist, wo finde ich sie? Weil Ja. ich kann sie Ja, gar gut. nicht sehen. Weißt du, so, ne? Da klopfen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, merkst du, ne? Weil ich, Ja, klar. wie gesagt, natürlich darf jeder tun, was er möchte, aber mir tut es dann immer so ein bisschen leid, weil ich denke, weißt du, mit 2 Klicks hättest du daraus jetzt was richtig Cooles machen können. So. Mhm. Und auch so, das so machen können, also, dass alle was davon haben, weil wahrscheinlich sieht diese Karte, wenn man die jetzt in vernünftiges Licht stellen würde, ne? Nicht dieses Dunkel vor Dunkel in gelbem Licht, wahrscheinlich sieht die richtig geil aus, aber man kann es halt auf dem Bild gar nicht erkennen. Und Ja. das ist immer so ein bisschen, äh, ich finde das dann so schwierig. Und ich finde es tatsächlich dann auch schwierig, wenn dann da irgendwie Leute drunter kommentieren, oh, das sieht so teuer aus. Und ich denke, Meinen wo die das jetzt ernst? ja, weil ich denke mal, wo seht denn ihr das? Also, Ja. vielleicht sieht die wirklich teuer aus, aber ich kann gar nichts erkennen. Oder mein Handy ist doof eingestellt. Das kann natürlich auch sein. Aber weißt du, was ich meine? Ja, eben. Deswegen sage ich ja so, meinen die das jetzt ernst? Also können die wirklich was erkennen und meinen das auch wirklich ernst? Oder sagen die das jetzt einfach nur aus Höflichkeit, aus freundschaftlicher Höflichkeit womöglich Ja, denn, weil es Freunde sind, so, ja, ne, wie man es ja von den natürlich. DSDS-Kandidaten kennt, so, ja, meine Freunde sagen, ich kann toll singen. Und klingt dann wie so ein Toaster. La 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 la. Ja, aber ja, also tatsächlich, also wenn ich sowas so mitkriege, dann bin ich immer.
Ich weiß auch nicht. Ich finde das ein bisschen cringe, sagt man heute, ne? Ja, ja, ich glaube schon. Oh. Ich weiß auch nicht. Aber ja, Welche Plattform ist so deine bevorzugte? Auf welcher schwirrst du am meisten rum? tatsächlich Instagram. Ja. Tatsächlich Instagram. Also ich habe meine Seite auf Facebook, Mhm. die habe ich mit meinem Instagram-Konto synchronisiert. Das heißt, wenn ich bei Insta poste, Ja, postet ja, es da automatisch auch. Ich muss mich da genau. nicht darum kümmern, das ist fein. Die Zielgruppe in Anführungsstrichen ist ein bisschen anders. Ne? Ja. Also merke ich schon, Facebook wird mittlerweile tatsächlich eher so das Medium der, naja, unserer Generation. Unserer Generation und den Boomern, genau. So, da hast du halt weniger Jungvolk. Ähm, Insta ist jünger. Insta ist so mittel und dann hättest du natürlich TikTok. Das sind die Jüngsten. Huh. Also TikTok, ja, mache ich auch tatsächlich. Ja. Also, weil wenn ich jetzt ein Video mache und ich lade das bei Insta hoch, dann kann ich es auch einmal bei TikTok reinschmeißen. Aber ich muss sagen, TikTok hat sich mir noch nicht so richtig erschlossen. Ich finde das Nee, sehr mir auch nicht. anstrengend. Ist irgendwie, keine Ahnung. Also. Aber man muss ja immer ein bisschen, oder muss man, keine Ahnung. Ich bilde mir manchmal ein, ich müsste mal versuchen, ein bisschen mehr mit der Zeit zu gehen und zu gucken. Aber ich habe da noch nicht so den Bogen raus. Also auch, weiß ich nicht. Also ein schönes Bild angucken finde ich nice. Also eigentlich bin ich ja immer noch Team Blogs lesen, weißt du, so was mit Okay. richtig Text. Ja. So, und diese schnellen, kurzen Videos, ich habe mich auch ganz, ganz lange gewehrt und geweigert, irgendwelche Reels zu posten auf Insta, weil Mhm. ich persönlich, mir ist es viel zu anstrengend. Wenn jemand postet, machen ja ganz viele bei uns aus dem Design-Team, die machen einmal eine Fotostrecke und dann gibt es nochmal ein Reel dazu. Und ich gucke mir in der Regel das Reel nicht an, sondern nur die Fotos, Okay. weil ich die in meinem Tempo angucken kann. Dieses Gewimmel und Gewusel, das überfordert mich total. Und bei Ja. TikTok hast du ja noch ganz viel, ähm, also zum Kulturschock dazu kommt dann halt auch noch viel so irgendwie, wie gesagt, Filterkram. Was ich auch überhaupt nicht ausstehen kann, ist diese ganze Beschallung. Also ich habe immer grundsätzlich den Ton aus. Ja. Weil das ist mir zu viel. Ich bin dann überreizt. Ich habe auch schon öfter mal Nachrichten gekriegt von Leuten, die sagen, warum ist denn dein Account, bei dir ist es immer still. Mach doch mal Musik drüber. Und Instagram schreit mich regelmäßig an. Lege Musik drunter, damit du mehr Reichweite hast. Und ich sage immer, Insta leckt mich. Ich will nicht mehr Reichweite zum Preis von, ich gehe den Leuten auf den Keks, einfach weil es mir so auf den Keks geht, weißt du? Ja. Ich denke mal, vielleicht ist da draußen irgendwo jemand, der das ähnlich sieht wie ich. Bestimmt, auf jeden Fall. Wenn wir beiden uns finden, ey, dann bin ich happy. Also, ja, ich bin verhältnismäßig, also ich gehöre auch zu der Type Facebook tatsächlich. Da bin ich sehr gern und sehr viel unterwegs tatsächlich. Manchmal für meine Verhältnisse sogar auch ein bisschen zu viel. So abends, man will eigentlich schlafen, man scrollt noch sich einmal durch Facebook durch. Okay. Ähm, so Instagram bin ich verhältnismäßig wenig, aber doch immer wieder. Und TikTok habe ich zwar, aber da gucke ich eigentlich nur rein, wenn meine Freundin mir wieder irgendwie so ein süßes Video davon schickt oder so. Ansonsten bin ich da eigentlich nie. Mit TikTok werde ich irgendwie einfach nicht warm. Also, was ich bei TikTok liebe, sind Katzenvideos. Ich bin Team Das, Katzenvideo, ich gebe es jetzt mal zu. damit hat YouTube eigentlich mal angefangen. Ja, verdammt, aber TikTok kann das super. Okay. Ja, guck mal, YouTube nutze ich für mich persönlich zum Beispiel gar nicht. Also ich publiziere meine Workshops darüber. Ich mach auch gelegentlich Videos, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mal was raushauen in Äther. Dann tue ich das da ganz gerne. Ich würde tatsächlich auch gerne mehr machen, weil grundsätzlich mir macht ja dieses Videos machen und das macht mir einfach Spaß. So, Ja. ne? Aber ich bin kein Gucker. Ja, und bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich wünschte mir, ich wäre eher so ein bisschen mehr im Bereich Creator und würde mich irgendwie was trauen, auch vor der Kamera machen zu können. Weil eigentlich den Humor und so weiter habe ich und ich habe jetzt nicht unbedingt das Radiogesicht, wie man so schön sagt. Also ich würde mir jetzt nicht behaupten, was denn, dass ich jetzt mich verstecken müsste. Ach, Pi, du Ähm, bist auch ein hübschen Bengelmensch. Nein, kein ach, Radiogesicht. aber Quatsch. ich traue mich einfach nicht. Warum denn nicht? Nee, irgendwie weiß ich nicht. Ich bin der Gucker. Also ich habe YouTube Premium, das kostet ja auch Okay. ein paar Groschen im Monat. Ja. Erstens, weil ich halt unfassbar gern und viel Musik höre und ich verabscheue Spotify. Erstmal,
weil Musiker da komplett abgedrescht werden, kohletechnisch. Ja, Die kriegen nur einen Cent oder manchmal sogar noch nach dem Komma einen Cent, also okay. 0, pro Lied oder sonstiges. Und auf YouTube finde ich alles, auf Spotify nicht. Es sind auch schon viele Künstler bei Spotify abgesprungen, meine ich. Ja. Ähm, Da muss ich tatsächlich auch passen. Ich habe Spotify noch nie genutzt. ich auch kaum nie das Interesse gehabt, weil, wie gesagt, YouTube hat alles. Dann kommt natürlich auch noch dazu, dass ich fürs Radio machen, fürs Podcast machen und ähnliches ab und zu auch mal da Geräusche organisiere, weil das Mhm. ist legal. Das sind ja extra von Filmern für Filmer gemacht, Ja, die explizit Geräusche, sagen wir jetzt mal so Schritte im Matsch oder sowas aufnehmen. Und du ja, kannst es dir dann gratis runterladen. cool. So, und ich gucke halt gerne Leuten beim Zugucken zu, die sogenannten Reaction-Videos. Das Da ist guck, zum Beispiel was, was sich mir überhaupt nicht erschließt. Verstehe ich nicht. Ich gucke zum Beispiel gerne Amerikanern zu, wie sie deutsche Produkte testen oder deutsche Süßigkeiten probieren oder deutsche Musik kennenlernen. Und das ist manchmal ganz spannend, weil die total beeindruckt sind, wie professionell zum Beispiel die deutsche Musik eigentlich klingt. Huch, ist ja ein So, Ding. die lieben zum Beispiel Annemai Kantereit oder auch Herbert Grönemeyer, Der Weg, nachdem sie dann Ja, wissen, worum es da eigentlich geht, welche ja. Hintergrundgeschichte zu diesem Song dazu gehört. Und sowas gucke ich halt gerne. Aber ich habe festgestellt, so Instagram zum Beispiel ist ja wirklich eine der Plattformen für die Bastlerinnen und Bastler. Total, finde ich auch. Aber was du eben gerade gesagt hast mit den, ne, wenn du dir da Musik runterlädst oder halt Sounds irgendwie, Ja, Musik wäre illegal, das darf man nicht. nein, nein, genau, Sounds für irgendwelche Sachen, dann hast du ja aber wahrscheinlich, wenn du sie dann nutzt, ne, zum Thema Netiquette mal, dass du Ja, auch dem Urheber entsprechend Credits gibst, also dass du den erwähnst in deinen Beiträgen irgendwo oder so, oder? wenn expliziteres gewünscht wird, also oftmals braucht man das gar nicht. Also es sind Ja, extra dann wirklich Leute, die explizit diese Geräusche hochladen und sagen, hier, frei zur Verfügung. ja, okay, Ich hatte das aber auch schon tatsächlich, da brauchte ich so eine Spielshow-Melodie. ja, Und das hat einer auf YouTube hochgeladen, selber eingespielt ja, und bat halt drum, dass man das in den Credits erwähnt. So, und dann ja, baue ich das damit ein, natürlich. okay. Aber weil das ist halt, das ist so eine Geschichte, was ich bei Social Media manchmal echt ein bisschen schwierig finde. So, äh, weil viele, glaube ich, auch denken, okay, jemand bläst hier irgendwas ins Netz und damit ist es automatisch allgemeingut. Ja. Und das funktioniert im kreativen Bereich nicht. Also das, weil ich finde das manchmal ganz, ich weiß auch nicht so genau. Also natürlich, keiner von uns hat das Basteln erfunden. Ne? Darum geht es jetzt hier gerade gar nicht. Nee. Aber wenn es zum Beispiel etwas ist, was irgendwie speziell, weiß ich nicht, also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Ulla, die baut eine coole Box, ja, Mhm. und diese Box inspiriert mich, was sehr Ähnliches zu machen. Ja. Dann schreibe ich in meinen Beitrag selbstverständlich, die Idee habe ich bekommen, weil die Ulla macht so geile Boxen. Mhm. Ja. Das gehört sich Ja. nicht mehr Ja. so, Das finde sondern ich auch. das ist an der Stelle auch richtig und wichtig, weil eventuell in dem Moment, wo ich das jetzt für mich nutze, man muss natürlich an der Stelle gucken, ist es eine private Nutzung oder ist es eine gewerbliche Nutzung? Und eine gewerbliche Nutzung ist natürlich alles, wo irgendwie irgendeine Form von Entlohnung dranhängt. Also das muss Mhm. jetzt nicht ein Job in Form von Geld sein, es können auch Designteam-Tätigkeiten sein, wo wir ja auch Wertschätzung erfahren in Form von Materialien zum Beispiel. Ja. Das ist jetzt irgendwie nicht der Job, an dem man irgendwie großartig reich wird oder so, aber deshalb ist es trotzdem eine Form der gewerblichen Nutzung. Und das geht so nicht. Oder ich habe zum Beispiel neulich gerade, da hatte eine hatte dann irgendwie was gepostet und jemand schrieb darunter, oh, das ist total cool. Und dann schrieb sie darunter, ja, das ist nach einer Anleitung von der Mel. Und das fand ich natürlich total lieb, dass sie mich dann erwähnt hat. Aber ich habe gedacht, weißt du, Mädchen, wenn du was machst, was so, also was einfach danach ist, warum sagst du es nicht einfach gleich? Ja. Geht mir jetzt nicht darum, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, sie hat mich nicht erwähnt. Das ist mir, ehrlich gesagt, bin ich da fern von. Ich kriege sowas auch selten mit. Ich habe es dann ja auch nur gesehen, weil sie mich dann getaggt hat. Aber letzten Endes, also zum einen ist die größte Wertschätzung, die ich als Künstler erfahren kann, wenn jemand sich von mir inspiriert oder durch mich inspiriert fühlt.
Das ist Klar. das schönste Geschenk, das du jemandem, der künstlerisch ambitioniert ist, machen kannst. Und dabei geht es gar nicht darum zu sagen, oh Gott, der hat es erfunden oder nicht, weil ne, das ist völliger Quark. Aber wir sind so sparsam da drin, damit irgendwie einfach den Leuten, ähm, wie soll man sagen, die Wertschätzung für ihre Leistungen entgegenzubringen. Und in unserem Ja, Fall sind es Ideen. Und ne, das ist halt an der Stelle, ist das dann ein ganz dünnes Eis manchmal, weil du natürlich auch viele hast, was weiß ich, die haben irgendwie ihr Small Business über, was weiß ich, Direktvertriebsgeschichten, ne? Hier Stampin' Up und Co. Weiß der Geier was, ja. gibt ja genügend. So, das heißt, da wird jetzt keiner hinkommen und geht da an den Basteltisch und sagt, ne? Das ist ja Quatsch. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand um die Ecke kommt, weiß ich nicht, aus unserem Designteam, hier die Caro zum Beispiel, unsere Caro, die ist doch auch mit Stampin' Up unterwegs. Mhm. Wenn die jetzt bei uns irgendwie sieht, oh, die Mel, die hat da ein cooles Album gemacht, die Idee finde ich jetzt mal ganz geil und zu meinem nächsten Teamtreffen bastel ich das da mal mit meinen anderen Mädels. Ja. Dann ist das für mich persönlich total in Ordnung, weil zum einen würde sie mich vorher fragen, würde sagen, hey, das fand ich cool, können wir das machen? Und dann wäre das sowieso völlig okay. Ja. Ja. Ähm, aber wenn man so Dinge so klamm und heimlich tut, Mhm. weißt du, das Ja. ist nicht in Ordnung. Und es, wie gesagt, es geht dabei dann nicht nur um verletzte Gefühle oder nicht entgegengebrachte Wertschätzung, sondern man kann sich da auch ganz schnell in einem Bereich bewegen, der so semi-legal ist. Ne? Und Ja. das ist tatsächlich echt blöd, weil es wird in anderen Bereichen, keine Ahnung, hier, also andere kreative Bereiche, Nähhobby zum Beispiel. Ne? Du hast zum Beispiel irgendwelche, was weiß ich, hier, Lizenzgeschichten, ja, Mhm. Disney-Motive zum Mhm. Beispiel. Ja, also ich meine, du kannst den lizenzierten Stoff, also wenn der genehmigt ist, du hast so Lizenzstoffe, die kosten dann auch entsprechend ein bisschen mehr wegen der Gebühren und so weiter und so weiter. Ja, klar. Kannst du natürlich verarbeiten, das ist kein Problem. Aber du kannst nicht einfach eine Mickey Maus nähen. Wobei ich glaube, mittlerweile geht das, ne? War da nicht irgendwas ausgelaufen? Ist ja auch egal. Nicht, dass ich Blödsinn erzähle oder dass mich da keiner drauf festnagelt, aber das Ja, Prinzip, aber das ne? Prinzip, es geht ja darum, dass man da dann die Rechte einhält. So, und das ist bei uns Bastlern nichts anderes. Und das ist aber manchmal so, dass dieses, naja, es ist ja nur eine Karte oder wir benutzen ja alle denselben Stempel. Klar, dass wenn wir jetzt alle beim Kreativdepot das neue coole Stempelset kaufen und wir basteln eine Karte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie was Ähnliches dabei rauskommt, relativ groß. Klar, ja. Das ist gar keine Frage. Aber wenn es jetzt irgendwas ist, was wirklich wo man nachverfolgen kann oder einfach auch genau sieht, weißt du, jemand hat so eine klare Handschrift wie Ulla mit ihren Boxen. Ich meine, du siehst ein Foto von einer Box, die sie gemacht hat und du musst nicht wissen, wer das gemacht hat. Du siehst nur das Foto und weißt, dass sie das ist. Und wenn Ja, so eine klare Handschrift ist, das ist eine Marke. ja, natürlich. Und das ist was, das kann ich nicht so ohne weiteres verletzen. Und das möchte ich auch nicht, weil in dem Moment, wo ich das sehe, ähm, ist es mir auch einfach total wichtig, demjenigen das nötige Feedback und die nötige Anerkennung zu zollen, indem ich einfach sage, na, hier, ich habe was gemacht, ist cool, inspiriert davon. Das tut nicht weh. Und wenn wir das Nö. alle ein bisschen mehr praktizieren würden, würde das weniger so Gegeifer im Hintergrund geben. Weil es gibt Ja. dann ja auch immer noch dieses, was dann halt wieder analog stattfindet, ne, hier jenseits der virtuellen Welt. Ne? Hast du das gesehen? Hast du dies gesehen? Der hat dies gemacht, der hat das nicht gemacht. Und ne, dann wird sich irgendwo in anderen Untergruppen, Foren, weiß der Geier, was echauffiert. Das ist einfach Quark. Ja. Ja, das stimmt. Weißt du? Ja, da könnte man einfach viel fluffiger miteinander sein, wenn man sich gegenseitig einfach mal mehr gönnen würde oder mehr, weiß ich nicht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es Menschen gibt, die das denken, ihre Arbeit sei weniger wert oder weniger gut oder weiß der Geier was, wenn sie es nicht selbst erfunden haben. Das ist doch Quatsch. Nee, das stimmt. Ne? Und aber umgekehrt ist es halt auch schwierig, wenn du irgendwas hast. Ich habe zum Beispiel mal, das ist ja schon Jahre her, da habe ich fürs Kreativsüchtig-Magazin einen Adventskalender gebastelt. Und ich hatte diese Idee, weißt du, irgendwann im Sommer, wie das so ist, ne? Du sitzt und überlegst dir, was machst du für die Weihnachtsausgabe? Und hatte diese Idee und fand die sehr geil. Und dann habe ich angefangen, wie eine Wilde rum zu recherchieren. Ähm,
weil dieses Ding halt einfach so prägnant ist, dass ich gesagt habe, okay, du kannst nicht in Anführungsstrichen aus Versehen was Ähnliches machen. Manchmal hast du ja auch eine Idee, weil irgendwas bei dir im Hinterkopf rumgeschlummert hat, was du irgendwann, weiß ich nicht, vor einem Aufgeschnappt halben hast. Jahr irgendwo auf Pinterest aufgeschnappt hast oder Ja, so. ja. So. Und dann habe ich gewühlt, also durch Facebook und Google Bildersuche und ähm, Pinterest und hast du nicht gesehen und musste feststellen, nein, das hat tatsächlich noch keiner gemacht. Also mache ich das Hm. jetzt mal. Habe mich also sehr gefeiert und mag dieses Projekt bis heute. Was ich aber dann schwierig fand, damals hatten wir ja noch das Printmagazin, also gedruckte Ausgabe, Ja. nichts mit virtuell und so weiter. Und zur nächsten Herbstsaison poppten Anleitungen dafür auf. Oh. Und ich dachte, schön. Also Mhm. natürlich, also wenn du unterwegs bist auf Social Media, egal in welchem Bereich, aber im Kreativen ist es ja einfach nochmal speziell, weil wir ja einfach auch Herzblut da drin haben, ja. Ja, natürlich. Das ist ja nicht, du hast dir das gleiche Auto gekauft wie ich oder so, oder oh, wir haben jetzt die gleiche Klamotte an, jetzt müssen wir uns anzicken oder ich weiß nicht, was es so alles Mhm. gibt, sondern ähm, da steckt Persönlichkeit drin und Herzblut drin und Arbeit drin. Und wenn du dann siehst, du hast das aufbereitet und ja, ich habe die Anleitung natürlich verkauft mit meiner Zeitschrift, aber damit habe Ja. ich nicht die Erlaubnis gegeben, dass jeder dann das eins zu eins nachbaut und dann ja auch, also wie gesagt, dann veränder es doch wenigstens ein bisschen. Mhm. Änder die Größe. Ist okay. Ja, zu sagen, hey, kreativsüchtig Magazin Nummer, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7. Da war eine coole Anleitung drin. Ich habe es für euch noch mal ein bisschen umgearbeitet. Zack. Ja. Originalbeitrag dort. Gibt es nichts mehr zu schiedern. Alles Mhm. fein. Aber so, das hat mich tatsächlich kurz ein bisschen, Verletzt? nee, verletzt ist das falsche Wort. Ich war einfach irritiert, weil ich dachte, wie krass. Das Ja. war mal, weil wir hatten mal so eine Zeit, damals neulich, ne, als wir alle noch gebloggt haben und so. Da gab es mal irgendwie so eine Phase, ein großer Aufschrei und oh Gott und Ideenklau und weiß der Geier was. Und dann waren wir alle fürchterlich damit beschäftigt, uns eigentlich ständig gegenseitig zu verlinken. Was ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung ist, muss Nee. man auch mal ganz klar sagen. Da hat man das sehr doll gepflegt. Und Okay. dann ähm, also habe ich so das Gefühl gehabt, nachdem das ja mit der ja, DSGVO-Geschichte, dann sind ja auch ganz viele Blogs dann schlafen gegangen und so weiter und so weiter. Und damit ist das dann aber auch so ein bisschen, das ist dann auch runtergefallen. Okay. Und das fand ich, ja, ich fand das einfach ein bisschen schräg, sagen wir mal so, weil das Ding ist einfach, natürlich sind manche Ideen gar nicht so berühmt, wie man selber denkt. Und es ist auch durchaus möglich, dass unter ähnlichen Voraussetzungen Leute, die ähnlich denken, zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Ja. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ne, da muss man sich dann auch nicht, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie ein Millionen-Dollar-Imperium habe, wo es darum geht, irgendwelche Markenrechte zu schützen oder so, meine Güte, dann da zucke ich mit den Schultern. Und tatsächlich kann ich ja auch sagen, als kreativer Mensch, ey, dann denke ich mir halt morgen was Neues aus. Das ist ja das Schöne. Also wenn du Kreativität in dir hast und die lebst und die fließen kann, dann kann jeden Tag jemand kommen und 3 Projekte plagiieren und ich denke mir halt einfach 3 neue aus. Das Ja. ist mir völlig egal, ja, so. Darum geht es nicht und es geht auch nicht darum, irgendwie, dass jemand irgendwie einen roten Teppich ausrollen sollte. Aber ich fand es einfach so krass, dass, also die auch alle aus, also einem ähnlichen Dunstkreis, das machte Pop, 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 Pop und ich dachte, wow, Leute, Mhm. das ist jetzt irgendwie schräg. Es war so, Ja. ja. Verständlich. Ich kann es nachvollziehen. Ne? Also das ist so, und das ist halt was, wo ich sagen muss, ja, das macht man nicht. Und das ist so, es ist so schade, weil ich finde dieses Social Media, wie gesagt, Facebook, Insta, egal was, ich habe das eine ganze Weile als so einen kuscheligen Safe Space für die Bastelszene wahrgenommen. Ja. Und mit solchen Aktionen macht man das kaputt. Und das finde ich sehr schade, weil ich es sehr erhaltenswert finde. Ja, selbstverständlich. Ne? Ich Ja. mag das. Ich mag das, dass man sich gegenseitig inspirieren kann. Ich mag das zu gucken.
was machen andere Leute. Aktuell feiere ich das auch immer total, wenn ich sehe, durch die Papiere und den Schnickelkram, den ich fürs Kreativdepot ja jetzt machen darf. Wenn ich Ja. dann sehe, wie die Mädels das verarbeiten und diese Sachen zum Leben erwecken, ich finde das so toll. Ähm, ja, das macht mich total happy. Mhm. Da muss nicht jeder irgendwie, also weißt du, das geht mir da nicht darum, dass jemand meinen Namen darunter schreibt. Das ist Quark, weil der steht auf dem Papier. Wenn die das gekauft haben, wissen die vielleicht, wer ich bin. Oder auch nicht. Es ist Banane, Hauptsache, die sind happy mit ihrem Papier. Aber man kann sich doch daran freuen. Und das ist das, was ich meine. Weißt du, ich möchte dass man sich gemeinsam vorwärts bringt und an dem schönen Hobby freut. Und wenn man halt so Blödkram macht, wie zum Beispiel, also entweder irgendwelche Sachen sehr eindeutig abklöppelt, ohne jemanden zu benennen, oder auch umgekehrt. Es gibt ja auch Leute, die schießen dann plötzlich um die Ecke und sagen, du hast meine Idee geklaut. Und dann denkst du so, what the fuck? Wer bist du überhaupt? Ich keine Ahnung. Was zum? Also mir persönlich noch nicht passiert, aber ich kenne ja Okay. jemanden. Und ich dachte, wie krass. Würde mir auch nicht einfallen. Also, äh, ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen, ja, das ist halt das für und Wider an diesem Social Media Dings, weil dadurch, dass es halt ja trotzdem relativ anonym ist. Also klar, du hast irgendwie deinen Klüngel, du hast so ein paar Leute, mit denen schreibst du halt mal ab und zu so ein bisschen rum, aber den Großteil kennt man ja meistens nicht richtig. Und Ja. ich glaube, damit ist man dann eher auch mal dort geneigt, so Grenzen großzügiger auszulegen, sagen wir es mal so. Naja, das kennt man ja auch durch dieses sogenannte Cybermobbing. Viele haben dann ja auch noch irgendwie nicht ihren wirklichen bürgerlichen Namen damit drin. Ja, So, und das gibt dann einem so ein bisschen so die Maske. So, und dann fühlt man sich irgendwie auch sicher. Und dann ja, dann kann man halt mal loslegen, ne? kann man halt mal loslegen, genau. Also, das ist so, ja, weiß ich auch nicht. Also, ich hab mich darüber schon öfter mit einer Freundin von mir unterhalten, weil die hat oft auch Dinge im Auge, die ich selber nicht so im Auge habe und sagt dann, hier, hast du gesehen, da und da. Ne, guck mal, der und der hat was gemacht. Das ist doch deins. Ja, ist okay. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich so zum Beispiel mit meinen Workshop-Mädels, die sind einfach so happy mit dabei. Und wenn die zum Beispiel dann ihre Alben zeigen oder so, dann ist das, die freuen sich dann auch, weißt du, weil das ist so, guck mal, ich hab ein Album von der kreativsüchtig gemacht, weißt du, das ist ja schon. Ja, Oh, ja klar. mittlerweile. Also, ne, da hat man sich wohin gearbeitet. Wie cool. Das ehrt mich total. Also, du merkst halt einfach, dass die happy sind und sich darüber freuen, dass die das geschafft haben. Und dann teilen Mhm. die das und dann erwähnen die das auch. Und das ist natürlich mega. Und es ist natürlich auch die beste Werbung, die man erfahren kann. Das ist Natürlich. Quatsch, ne? Und aber ja, wie gesagt, es gibt halt auch welche, wo das jetzt irgendwie nicht so ist. Da hatte dann meine eine Freundin, die hatte was gesehen, sagte, hier, guck mal da und da. Ich sag, du, das ist eine Workshop-Teilnehmerin von mir. Das hat schon seine Richtigkeit. Ja, Ne? Ich kannte den Account aber auch nicht. Ich muss auch sagen, ich folge auch nicht immer allen und jeden oder ich sehe auch manchmal Sachen nicht, es ist alles so viel. ja, eben. Ein kleines Hirn ist so klein. Das ist dann auch nicht mal böse gemeint, wie auch Da immer. kommt man ja auch gar nicht mehr hinterher. Ja, aber da war das halt so, dass ich mich dann mit ihr darüber unterhalten habe und dann auch sagte, das Ding ist natürlich, du kannst es nicht kontrollieren und du darfst auch darauf deine Zeit überhaupt nicht verschwenden. Nee, Also, genau. weil dann fängst du an, dich selber irgendwie so zu begrenzen, das ist Quark. In dem Moment, das muss einem halt klar sein, wenn man Social Media bespielt, egal in welchem Bereich des Lebens, aber im Kreativen betrifft mich persönlich das halt besonders. Ähm, Wenn du es ins Netz tust, dann gibst du es auch ein Stück weit aus der Hand. Ja, ist so. So, und das muss einem halt auch bewusst sein. Es ist Auf halt, jeden Fall. es ist halt nicht einfach nur, ne, ich zeige irgendwie ein hübsches Bild und ne, wir freuen uns dann mal alle drüber und dann bin ich halt voll Fame, weil dann kriege ich 357 Herzchen oder was auch immer, Mhm. sondern man gibt halt auch Dinge aus der Hand. Es ist natürlich in dem Moment, wo ich online unterwegs bin, weil ich halt auch ein Online-Business betreibe und so weiter und so weiter, ist es natürlich, du musst es ja machen, weil es funktioniert nicht. Ich kann mich schlecht mit dem Flyer in die Fußgängerzone stellen und sagen, hier, Guck da, mal.
werde ich vermutlich Da passiert nicht viel. nicht die richtige Kundschaft anziehen, so, Nee. ne? So, und von daher, ich sehe das mittlerweile alles recht gelassen, aber ich weiß auch, dass ich, als ich angefangen habe, also angefangen, angefangen ist verkehrt, aber als ich so meine ersten Design-Team-Geschichten hatte und so, wenn man dann mal sowas mitkriegt, weiß ich nicht, du hast irgendwie eine Anleitung gemacht und dann stellst du fest, die hat sich dann einfach jemand geschnappt und hat damit einen Workshop gemacht, zum Beispiel. Ja, also Okay. einen Ja. bezahlten Workshop. Ähm, Wo du dann echt denkst, so, wow, wie krass, weißt du? Ja. Also ich denke, das ist in den wenigsten Fällen der Fall, aber daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Also ich habe eine ganze Weile wirklich viel Zeit und Energie und Liebe da rein investiert, Anleitungen für allen möglichen Kram zu schreiben und zu publizieren, einfach weil ich das Bedürfnis hatte, was zurückzugeben in die Welt, so, ne? Mhm. Und also jetzt nicht, also da war jetzt gar nicht irgendwie ein Ziel dabei, irgendwie, also hier, was weiß ich, Online-Workshops und Krams, das gab es damals für mich alles gar nicht. Weißt du, Ja. da war ich überhaupt nicht. Ich habe halt einfach diese Sachen gemacht, weil ich da Spaß dran hatte und das schön fand. Und dann kommt einer und nimmt sich das und macht damit einen Workshop und nimmt dafür Geld. Mit meiner Idee, 1:1. Mhm. Und dann sitzt du da und guckst dir das an und denkst, okay, schade. Und Ja. weißt du, an der Stelle hätte die mich angeschrieben und gefragt, hätte Mhm. ich nicht mal, also dann, ich hätte auf keinen Fall Nein gesagt. Ich hätte wahrscheinlich noch gesagt, du soll ich dir die wichtigsten Sachen nochmal zusammenfassen auf einem, ne? Kannst Ja. ein Handout kriegen. Viel Spaß. Mhm. Hätte ich gemacht, doof wie ich bin. So, ne? Also deshalb auch ganz viel, auch wenn es virtuell ist und auch wenn es irgendwie anonym ist, aber Kommunikation ist wichtig und Ja, das gegenseitige ist so. Wertschätzung ist wichtig. Und ähm, zum Glück in den meisten Fällen, ne, also ich rede jetzt hier von, oh Gott, schlimme Dinge, Ideenklau oder weiß der Geier was. Ähm, Das ist ein ganz winziger Prozentsatz. Also Okay, gut. meine Erfahrungen sind größtenteils positiv. Ähm, Mir macht es durchaus Spaß, auch in die Interaktion zu kommen. Ähm, Wie gesagt, ich habe auf dem Weg, ne, durch unser Hobby und natürlich über den Weg über Social Media und so, so viele tolle Leute kennenlernen dürfen, die ich dann auch irgendwann mal im Leben echt treffen konnte. Und da Mhm. sind schöne Kontakte entstanden und ich empfinde es als total bereichernd. So, aber es könnte halt noch ein Müh netter sein, wenn man sich mal so ein bisschen mehr so, wie gesagt, Ja, Kommunikation. ja, und was es dann ja auch noch gibt, es gibt da dann ja auch noch so, es gibt ja auch so Pöbelkandidaten, ne? Also, weil du gerade sagtest, so Cybermobbing und Ja, hast du, genau. ne? Ich habe das zum Beispiel, also ich habe das zum Beispiel mal gehabt, eine ganze Weile. Die treuesten Fans, die man haben kann, sind Hater. Das stimmt. Ne? Ich weiß bis heute nicht, wer sich dahinter versteckt hat. Das hat sich dann irgendwann, hat sich das auch ergeben, weil ich es dann auch wieder eine Weile nicht bespielt hatte. Aber das war so geil. Da habe ich sehr regelmäßig YouTube-Geschichten bedient. Und es war einfach so auffällig. Das Video war ungefähr 5 Minuten draußen und Mhm. hatte immer ein Dislike. Okay. Und dann hatte ich da Videos, also ich meine, klar, du kannst auch mal was machen und jemand findet das scheiße. Wobei ich sagen muss, diese Dislike-Funktion finde ich bis heute irgendwie so überflüssig, weil wenn ich was doof finde, scrolle ich halt weiter. Was, Gibt's ja auf YouTube auch nicht mehr. oder? Also warum muss man das tun? Ich verstehe Ja, das nicht. das stimmt. Aber das war so geil, weil das war wirklich, das muss jemand ja abonniert haben. Weil es war wirklich, du konntest es sagen, das Ding war on und dann konnte ich runterzählen, 3, 2, 1, büb. Okay. So, wo ich denke, hast du nichts anderes zu tun? Scheinbar nicht. So, und ja, halt immer nur einer, ne? Also, Ja. ne, wenn du halt, wie gesagt, mal was gemacht hast, was irgendwie, weiß ich nicht. Gibt ja auch mal Dinge, die finden welche nicht toll oder doof erklärt oder wie auch immer, ist ja auch in Ordnung. Ja, Aber klar. so. Und was ich da zum Beispiel, also gerade auf YouTube finde ich das, habe ich das ziemlich häufig, dass so, weiß ich nicht, Fragestellungen. Wenn ich was möchte, kann ich nicht einfach sagen, hallo, ich wüsste gerne, bitte, danke. Äh, Heutzutage manchmal doch ein bisschen schwierig, habe ich festgestellt. Was mache ich mit den Resten? Aha. Schön, dass dir mein Video gefallen hat. Gerne.
habe ich, ne, gratis Content für dich, habe ich richtig gerne gemacht und das war jetzt die Frage, auf die habe ich den ganzen Tag gewartet. Ernsthaft mal. Also, oder ich hatte mal zum Beispiel ja, ich weiß auch nicht genau, Begegnung der dritten Art. Ähm, Die hat irgendwie irgendein Video kommentiert und ich war, glaube ich, gerade, also entweder war ich im Urlaub oder ich war halt einfach nicht da. Keine Ja, E-Mail gecheckt. Und dann hat die da drunter irgendwie einen Tag später oder zwei, also so ein Mammon abgelassen. Alle anderen Kommentare, weil ich versuche wirklich, wenn jemand kommentiert, versuche ich das immer dann auch zurück zu kommentieren. Und ja, das nimmt ja auch Zeit in Anspruch, ne? ja, Also ich natürlich. sehe jetzt nichts, was irgendwie in 2 Sekunden erledigt ist, sondern ich lese mir das durch und gucke, wie ich helfen kann und so. Ähm, Weil, wie gesagt, auch an der Stelle ich mag das halt so machen, weil ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Anleitung irgendwie ins Netz haue und jemand hat eine Frage dazu, ähm, dann versuche ich die zu beantworten, wenn es mir möglich ist und das den Rahmen nicht sprengt, ja. Ja. Also, wenn es natürlich irgendwie, gibt auch Leute, die kommen dann um die Ecke und sagen, du, ich habe mir mal Folgendes überlegt, so und so und so. Da hast du doch bestimmt eine Anleitung, oder? Und ich dann sage, ja, kannst du da kaufen. Ja, aber es kostet dann ja aber Geld. Korrekt. Ach, Dann hast du aber auch den Support. Ja, ansonsten, wie gesagt, es gibt ganz viele tolle Sachen auf YouTube für lau, kannst da auch gucken, viel Spaß. Aber die hat auf jeden Fall dann kommentiert, also immer würde ich alle Kommentare würde ich beantworten, nur ihr nicht und was ich denn gegen sie hätte. Und also wirklich so ein Text. oho. Ich dachte so, what the fuck? Also wirklich, ich habe gedacht, ich spinne, ne? Also sowas gibt es auch. Oder so, du machst ein schönes Bastelvideo, ja, und darunter kommentiert einer, deine Fingernägel sehen scheiße aus. Ja, das, darum geht es Jo, jetzt auch gerade in diesem Video. super. Das, ja, kann Aber man, man muss kann dazu man äußern. sagen, kann man so machen, ja, aber man muss auch dazu sagen, das ist Gott sei Dank die Ausnahme. Das ist zum Glück die Ausnahme. Also, wobei, wie gesagt, also Kommentare gerade von Leuten, die irgendwas wissen möchten, ohne Hallo, ohne Tschüss, ohne Bitte, danke, sondern einfach nur so ein Wort, Ja, ein Satz, also nicht mal ein Fragezeichen. Da muss ich sagen, da antworte ich mittlerweile nicht mehr drauf. okay. Das mache ich einfach nicht mehr. Das ist mir zu doof. Also, Ja. na, wenn du was möchtest, kannst du höflich Bitte und Danke sagen und wenn nicht, dann eben nicht. Ist mir dann auch wurscht. Ja, da denke ich nur an dieses, gibt es ja mittlerweile schon in verschiedensten Sprachen, schon, habe ich schon etliche Mal auf Facebook gesehen, so ein Bild von so einer Preistafel. Kaffee, Ja, 8 ja, Euro. korrekt, korrekt, Ein genau so. Kaffee, 7,50 Euro. Ein Kaffee bitte, 6,40 Euro. Ja, Hallo, ich hätte gerne bitte eine Tasse Kaffee, 3,50 Euro. ja. So. Ja, genau Ja, so. Genau so ist es. Also, das ist immer, ich meine, ne, einer meiner Lieblingssprüche ist ja immer, wer will, muss freundlich sein. ja, genau. Und ja, das funktioniert in allen Lebenslagen, auch beim Basteln. Auch Und beim es, Basteln. auch beim Basteln. Und also tatsächlich, wie gesagt, der Großteil ist nicht so. Und es ist tatsächlich auch so, man freut sich. Ich weiß bei mir zum Beispiel oder von mir, dass ich viel zu wenig kommentiere. Ich hätte immer gerne mehr Zeit. Ich möchte so gerne einen Extratag haben, weißt du, wo ich Zeit habe, durch mein Lieblingsforum zu stöbern und über Instagram zu stöbern Ja. mit diesen ganzen tollen, kreativen Menschen da draußen zu sagen, was sie für geilen Scheiß raushauen. Hm. Wirklich, weil das mache ich viel zu selten und das ist tatsächlich auch doof. Aber dadurch, dass ich ja ich versuche, alle Kommentare zu beantworten, Mentalität habe, bin ich dann, wenn ich damit durch bin, habe ich die Schnauze voll. Ja, verständlich. Gut, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, das ist so ein bisschen doof, weil ich glaube, manchmal kommt das oder das kann vielleicht auch rüberkommen, als wäre ich da irgendwie total ignorant oder so. Das ist nicht meine Absicht, aber der Tag hat leider nur 24 Stunden, da Ja. muss einer was erfinden. Aber sie müssen ja zum Mond fliegen, weißt du? So. Echt jetzt mal. Einen wichtigen Aspekt habe ich noch zum Ja, Thema Posting vor allem. Also wenn man ja, jetzt, vor allem wenn es im Bereich Video geht, das, was du vorhin ja schon angesprochen hattest, das Thema Musik. So, du ja, nutzt ja auch keine Musik. nein, Wir kommen aber damit nochmal zur Überschrift Copyright. ja, uhu. Ganz wichtig, gerade Instagram, aber auch auf YouTube selbstverständlich. YouTube ist ja mittlerweile so, die haben da ja so ein, ich sag jetzt mal, eine künstliche Intelligenz oder irgendwas dahinter stehen. Sobald du was hochlädst, sei es ein Filmausschnitt, sei es ein TV-Ausschnitt, sei es Musik, erkennt der Algorithmus sofort, was das ist. Ja, So, und dann entweder es wird geduldet, dann wird das aber namentlich erwähnt. Oder aber du kriegst ein Du, dann wird das Video einfach stumm geschaltet oder sogar komplett gesperrt ja, und auf privat gestellt.
oder es kann richtig teuer werden. Du kannst auch Na, Post vom Anwalt kriegen, genau. Das genau, kann dann auch passieren. Es kommt natürlich immer darauf an, auf wessen Füße du da so latscht, ne? ja, Generell, ähm, also gerade bei YouTube muss ich sagen, wer sich da wegen Musik irgendwie irgendwelche Abmahnungen einfängt, der hat auch selber Schuld, ne? Als Creator hast du ja bei YouTube auch die Möglichkeit, dir YouTube-eigene Musik genau, runterzuladen. Ja, auch da musst du Credit geben, was ja halt aber auch, also wie gesagt, für mich selbstverständlich ist. ja, Du hast aber auch alternativ die Möglichkeit zu sagen, okay, man kauft sich halt irgendwie GEMA-freie Titel. Das kostet ein bisschen was, aber damit kann ich meine Videos unterlegen und bin auf der mhm. sicheren Seite. Das ist auf jeden Fall günstiger, als sich gegen eine Abmahnung zu wehren. Richtig. Oder da kommen wir auch wieder zum Thema YouTube und Download. Es gibt extra auch da von Filmemacher für Filmemacher und ähnliches Mhm. lizenzfreie Musik Ja, oder im Englischen meistens Royalty-Free ja. Music oder No Commercial Music. Mhm. So, also da findet man auch ganz viel, was man legal runterladen darf. Genau, und was du dann halt auch benutzen kannst. Das war Genau. natürlich bei Instagram, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie das umgestellt haben. Das war ja so, dass du eigentlich, weiß ich nicht, Du alles, kannst, alles, was musikalisch irgendwie genau, verfügbar war, konntest du da irgendwie drüber legen. genau, Und ja auch irgendwie, am Anfang war es ja sogar ohne jegliche Kennung. Dann war es ja irgendwann, dass dann eingeblendet wurde, welcher Titel genau. von welchem Interpreten oder so. Und dann war ja auch das irgendwie nicht mehr in Ordnung. Und dann ja immer dieses, oh Gott, was soll ich denn da machen? Und da kann ich an der Stelle nur sagen, was bin ich froh, dass ich mich mit dem Thema Musik so geeinigt habe, dass wir in Videobeiträgen und so nichts werden. Ja. Ähm, Beziehungsweise, wenn ich jetzt bei YouTube was habe oder so, dann habe ich da halt so eine Klimper-Fahrstuhlmusik, die halt lizenzfrei ist, drunter liegen. Die ist nicht schön. Das ist auch immer dieselbe seit Jahren. Ja, macht Aber ja nichts. nur damit er was dudelt, im Ernst. Für mich reicht es, wenn jemand das Video nicht gucken will, weil er die Musik doof findet. Okay, dann ist er halt raus. Das ist mir an der Stelle dann egal. Aber in Aber dem Sinne ja auch ein gewisses Markenzeichen. ähm, du, man muss die Dinge ja nur hartnäckig genug durchtouren. Dann So, wird es irgendwann. Dann wird es irgendwann der Wiedererkennungseffekt. Auch da habe ich gedacht, ja, Leute, was denkt ihr denn? Also ich meine, in allen anderen Bereichen des Lebens geht es nicht. Also ich meine, wenn du im Restaurant bist und da läuft Radio oder halt irgendwie eine CD oder sonst irgendwas, dann muss der Wirt dafür GEMA bezahlen. Ja? genau, richtig. So. Wenn im Kaufhaus im Fahrstuhl da Musik düdelt, ja, dann ist es entweder die ne, gekaufte Düdelmusik oder es ist GEMA-pflichtig. Richtig. Ja, wenn du woanders was benutzt, GEMA-pflichtig. YouTube, wieso sollte das bei Instagram dann anders sein? Und da Ja, habe das ich Ding ist nur, ein bisschen das will ich nochmal. geschüttelt und dachte, warum ist jetzt dieser Aufschrei so da? Also ja, Ja, natürlich das ist es stimmt. doof. Wenn man sich da so dran gewöhnt hat, ist es so fürchterlich bequem. Ich benutze das jetzt halt einfach, passt doch schön dazu. Ja, der Kernpunkt ist, dass bei Instagram private Profile nach wie vor das alles, was in der Musikbibliothek auf Instagram auch verfügbar ist, nutzen dürfen. Sobald du aber gewerblich auf Instagram unterwegs bist, als Influencer oder ähnliches, also sobald du da irgendwie ja, Kommerz mitmachen kannst, musst du eine spezielle Lizenz für dieses Lied haben. Ja, das Problem ist halt an der Stelle dann auch rauszufiltern, was ist jetzt Kommerz und was ist nicht Kommerz. Genau, und das ist nämlich die Frage. Wann Ähm, ist was was? Schwierig. Ist schwierig, ja. Und es ist tatsächlich, weil natürlich auch, wenn jemand sagt, ja, aber ich mache das doch nur, ich bin doch nur Hobbyist, ja, ist schön, aber na, wenn du deinen Stempel selbst geschnitzt und dein Papier selbst geschöpft hast und das Ganze erledigt hast mit Werkzeugen, die du selber hergestellt hast, dann würde ich sagen, bist du relativ safe. Ja. Ansonsten eher nicht. Mhm. So. Ne? Und dann an der Stelle, wie gesagt, gewerblich oder nicht gewerblich hin oder her, aber dieser Influencing-Anteil, der ist halt da. Was ich so ein bisschen witzig finde, ich meine, das hat sich dann ja auch irgendwann eingeschlichen, dass jeder Hansel, ja, also ich meine, da kommt dann jemand mit so einem 25-Follower-Kanal um die Ecke und als erstes steht da fett Werbung wegen Markennennung und dann denke ich, Alter. Ernsthaft. Nee, also Werbung funktioniert auch nach wie vor mit dieser Zwei-Klick-Regel, auch über Instagram. Das ist nicht Werbung, was du tust. Aha. Aber gut, ja, so ein Ja. bisschen, auch an der Stelle, sich mal so ein bisschen mit den Dingen auseinandersetzen und nicht einfach blind kopieren, weil man das bei jemand anderem gesehen hat, ist halt auch. Und im Zweifelsfall einfach mal nachfragen. Auch dafür gibt es, wie gesagt, es gibt Gruppen, es gibt Seiten. Ich habe Foren. ja, Foren tatsächlich. Also
ne, wo man sich über solche Dinge einfach mal schlau machen kann oder mit anderen austauschen kann. Was ist denn jetzt gerade tatsächlich und was nicht? Also, weil gerade Internetrecht das ist halt eine ganz haarige Geschichte, weil es halt auch nicht bundeseinheitlich ist bei uns. Nee, das stimmt. Ähm, und so, ne? Also da müsste man im Zweifelsfall wirklich einen Fachmann fragen. Wobei das ja mittlerweile auch nicht so wild ist. Auch die gibt es ja mittlerweile ohne Ende. Ja. Also, ne, das ist ja nicht mehr wie vor 20 Jahren. Das, wo du halt keine Fachleute irgendwie für IT-Recht hattest. Auch das kannst du ja alles mittlerweile online machen. Was weiß ich, ob Ja. das ein Impressumsgenerator oder sonst irgendwas ist, das ist alles fein. Das ist, ne, du Und musst regelmäßig pflegen, aber damit ja, bist du das ja. an Seite, alles ist fein. Und auch da wieder YouTube. Auch da, es gibt auf YouTube eigentlich für alles mittlerweile ein Erklärbär-Video. Auf jeden Fall. Also auch in dem Fall dann für IT-Recht, für Musikrecht, was auch immer. Wie verhalte ich mich richtig bei Thema Instagram, Pinterest oder ähnlichem? Wobei man ganz klar sagen muss, also in dem Moment, wo es halt haarig wird, weil einem jetzt jemand mal ans Bein pinkeln will, aus welchen Gründen auch immer, ne, dann hilft dir das YouTube-Video nicht, dann gehst du Nee, zum das ist Arzt. klar. Ne? Aber um eine Idee zu bekommen, natürlich. Genau. Ne? Das auf jeden Fall. Das ist, ja, es ist leider sind das halt Dinge, mit denen man sich dann auch befassen muss. Es ist so schade, weil man denkt halt immer, ach, ich habe hier irgendwie eine coole App, ne? Und ich benutze die halt einfach und alles ist schön. Nee, auch dort. Es ist wie mit dem Autofahren. Also ich meine, da musst du auch einen Führerschein machen. Und ich finde tatsächlich auch bei diesen ganzen, wie gesagt, Social Media Krams und weiß der Geier was, ich würde es total begrüßen, wenn es sowas wie Volkshochschule, Abendkurs, Social ja, Media. ja, einen Social-Media-Führerschein gebe, tatsächlich. Ja, Also, ich meine, nun ist es ja bei uns so, wir sind ja noch analog groß geworden und dann mit diesem medialen Wachstum quasi irgendwie mitgewachsen. Meine ja. Kinder kennen es gar nicht anders. Nee, ist so. Mein Sohn ja auch nicht. Ne? Für die ist das halt alles irgendwie völlig normal. Ja. Ja, das ist da, das benutze ich halt so. Ne? Also die haben ja auch diese Scheu gar nicht, dieses, ne, so. Also Das ist selbstverständlich in der Generation, das finde ist ich. nicht nur selbstverständlich, sondern man geht halt auch so arglos mit manchen Dingen um. Ja, das stimmt. Und das ist halt einfach nicht so richtig gut. Also man sollte, wie gesagt, das eine oder andere würde ich da schon begrüßen. Ja, Manchmal. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also unterm Strich soll es ja Spaß machen und ich finde einfach, wie gesagt, wenn man einfach ein bisschen netter miteinander ist und einfach wie gesagt, auch einfach mal offener ist, kommuniziert, mal nachfragt, ne? Dann ist allen geholfen. Und bitte ja, und danke nicht vergessen. genau. Für die Spießer wie mich. Und achtet auf die Musik. Am besten irgendwie lizenzfrei. Ja, genau. Trällert Wenn, ein selbst ausgedachtes Lied. nee, dann darfst du auch, wenn du selber trällerst, dann kannst du auch ein bekanntes Lied singen. Tatsächlich? Ja, singen darfst du. Aber ich, Covern, du darfst, wenn du 1:1 covert, brauchst du auch keine Lizenz. Wenn du die Melodie nicht veränderst und den Text nicht veränderst, brauchst du keine Lizenz. okay, jetzt wo du das sagst. Also da eröffnen sich ja plötzlich Möglichkeiten. Ja, Mi, 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 mi. so. Öl du mal deine Stimme, Jawohl, aber bis nächste Woche ist sie sangestauglich. siehst du. Aber nicht Und abfordern dann, ne? nicht was? Aber nicht abfordern dann, sagte ich. Ah, ich überleg's mir dann noch. Ja, muss ich noch mal ein bisschen üben, ne? Okay. Nächste Woche geht's dann um das Thema, ist das Müll oder kann das weg? Ist das Kunst oder kann das weg? Muss das doch Ja, heißen, oder? ja, aber so hast du es hier notiert, aber ich denke mal auch, dass du das meinst. Ist das Das meine Kunst ich. oder kann das weg? Ja. Reste verwerten und aufbewahren oder sortieren? Oh ja. Und Selbsthilfe. Selbsthilfe zum Ich trenne mich vom Schnipsel. Wir hatten schon mal mit dem Thema angefangen, ne? Ja, Ja, gibt's ja auch so als Textbild so an alle Bastelverrückten. Heute lernen wir eine leere Küchenrolle wegzuschmeißen. ja. Du Oder weißt eine gar nicht, leere Klorolle. wie viel Wahrheit da dran ist. Oh, Das ist so. ja. Meine Großmutter, mit der ich hier zusammen in einem Haus wohne, war jahrelang Kindergärtnerin. Die hat alle Joghurtbecher aufbewahrt, weil da immer irgendwas draus gebastelt wurde, irgendwelche Wichtel oder so. Sie hat immer Klorollen aufbewahrt und Küchenrollen. So, und dann ist sie in Rente gegangen und hatte immer noch diesen Sammelwahn, sag ich mal. Das mussten wir ihr erstmal beibringen.
Ja, okay, gut. Also darüber dann nächste Woche mehr. Ja, genau. Gut. So, Dann bis zum nächsten Mal. haben wir's, ne? So, Hühnersuppe und so. Genau. Gute Besserung. Und dann hören wir uns nächste Woche Alles wieder. klar, dann bis dann. Tschüssi. Jawohl, bis dann. Ciao. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniere gerne unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.